Wir sind jetzt nach circa 1,5 Stunden, 2 Stunden Fahrt hier am Cerro Arco in der Nähe von Tobati angekommen. Wir sind extra die ein bisschen schönere Strecke gefahren. Da hat man den Vorteil, man spart sagenhafte 5000 Guaranis an Mautgebühr. Nee, darum ging es gar nicht, sondern wir wollten mal eine andere Strecke fahren. Die Ruta 2 in der Gegend kannten wir schon aus dem Urlaub 2016 und auch aus anderen Urlauben. Und deswegen sind wir ein bisschen abseits der Wege lang gefahren und das hat sich auch gelohnt. Man hat mal wieder was Neues gesehen. Genau, die Landschaft hat hier so viel zu bieten und wir mögen halt eher Landschaft als Straße und deswegen sind wir da mal den schönen Weg gefahren. Ja, wir haben einen Schrottplatz gesehen, wo 2 Flugzeuge standen. Wir hatten einen Hubschrauber am Straßenrand stehen sehen, auch nicht mehr unbedingt flugtauglich. Dann hier bei Tobati konnte man natürlich schon die Berge sehen, also wunderschöne Landschaft. Die Öfen, wo die Ziegel brennen, kann man am Straßenrand sehen. Auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, jetzt sind wir hier am Parkplatz angekommen. Die Straße vom Asphalt bis hierhin ist eigentlich recht gut. Also eine Sandstraße, sind Löcher, klar, keine Frage. Auf dem Weg kommt man auch an zig Ziegeleien vorbei, die da wahrscheinlich alle so im Familienbetrieb unterhalten werden. Sarah hat auch irgendwo sowas gesehen, wo so Schnitzereien waren. Genau, also schöne Figuren, wo sie auch gerade selber noch dabei waren, welche zu schnitzen. Wir versuchen mal auf dem Rückweg da nochmal anzuhalten, wenn da noch einer ist. Aber jetzt sind wir erstmal hier am Berg angekommen, haben unser Auto abgestellt und werden uns jetzt mal auf den Weg nach oben machen. Der Andreas hat uns ja hier den Ort empfohlen und jetzt bin ich mal gespannt. Er sagte, man muss schon festes Schuhwerk anhaben und muss ein bisschen klettern. Ja, okay, wir haben jetzt leider hier in unserem Urlaub unser festes Schuhwerk ausgerechnet nicht dabei, aber wir werden mal gucken, ob wir den Berg trotzdem hochkommen. Genau, wie weit wir kommen. Ja. Beide. Alles klar, los geht's. Ja, jetzt weiß ich auch, warum man festes Schuhwerk braucht. So Wanderwege in Paraguay sehen dann doch ein bisschen anders aus. Da muss man auch schon mal ein bisschen klettern. Also wir hatten schon mal einen damals, 2016. Da hingen dann noch so Seile, an denen man sich hochziehen musste. Ja, leider sind die Videoaufnahmen von damals nicht mehr so zeitgemäß. Also da hat man noch so eine Kamera, da war alles verwackelt. Ich glaube, die kann man vergessen. Mal schauen, wie es hier aussehen wird. Schilder stehen jetzt hier soweit auch keine, aber irgendwie ist das hier alles selbsterklärend mit dem Weg. Funktioniert eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, ob die Sarah auch hinterherkommt. Und ja, da habe ich noch gesagt, Schilder stehen nicht. Hier sind überall gelbe Pfeile. Okay, Sarah meint, die waren gerade auch schon. Habe ich natürlich wieder übersehen. Ja. Ja, hier sind jetzt so glatte Turnschuhe, eigentlich was für ein Arsch. Gerade weil hier auch noch ein bisschen so Moos auf den Steinen ist. Also wenn jemand mal hier hochklettern möchte, sollte er sich doch vernünftige Wanderschuhe anziehen. Gerade Sarah ist da prädestiniert für, sich mal lang zu legen. So, hier hat aber schon mal jemand ein bisschen was zum Festhalten gemacht, so ein kleines Geländer. Geht also ganz gut. Aussicht haben wir hier noch keine, ist alles ziemlich zugewachsen.
Aber ich denke mal, das wird sich weiter oben dann erledigen. So, jetzt wird der Aufstieg hier noch mal ein bisschen spannender. Hier sind aber Stufen. Hier sind so Stufen eingemeißelt. Eine Station weiter sind sogar richtige Treppen reingemauert. Ist also bis jetzt alles noch machbar, hier hochzukommen. Und da sind wir, glaube ich, auch schon oben. Das ist ja diese berühmte Brücke. Gut, hier sollte man jetzt aufpassen. Aber ist eigentlich alles hier noch gut zu schaffen. Sarah hat ein bisschen Höhenangst. Ich glaube, ich muss mir die Hand reichen. So, jetzt werde ich mal ein bisschen vorgehen. Überall sind hier so kleine Geckos. Jo, die Kamera sagt jetzt 6 Minuten. Also man braucht nicht lange hier hoch, aber es lohnt sich. Finde ich jetzt. Also mir gefällt die Aussicht. Jetzt müssen wir nur noch die Sarah nachher wieder runterkriegen, aber jetzt sind wir erstmal hier oben. So wie es aussieht, müssen wir wahrscheinlich da durch das Loch und dann kommen wir weiter. Jo. Das ist genau das Richtige für Sarah. Ganz viele Felsspalten, wo sich irgendwelche bösen Spinnen verkriechen könnten. Mal gucken, ob wir noch eine Schlange finden. Da ist noch mehrere Meter Platz. Hier haben wir noch einen kleinen Teich. Hier das ganze Wasser ist voll mit Kaulquappen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Versuchen wir noch was näher ranzugehen.
unglaublich schön, was die Natur zu bieten hat. Komm doch! Das geht da, das ist gar nicht so steil. Ich krieg dich da runter. Ich hoffe es für dich. Dann wackelt das. So, da unten ist die Brücke. Ich müsste jetzt ziemlich genau so in der Mitte sein. Ich werde jetzt mal hier nicht weitergehen, wird immer steiler und spitzer. Könnte ein bisschen rutschig sein. Ich glaube, wenn ich hier gleich runterkomme, habe ich so oder so Ärger mit der Sarah, kräftigen. Ja, wunderschöne Aussicht haben wir hier. Ich hoffe, man versteht mich. Ist total windig hier, werden wahrscheinlich viele Windgeräusche drin sein. Kann ich leider jetzt nicht ändern. Aber die Aussicht hier von der Brücke lohnt sich auf jeden Fall, da den Ärger mit der Sarah zu riskieren. Die ist da hinten. Ich muss ja gleich da helfen, wieder runterzukommen. Aber die Brücke hat ganz gut gehalten. Hier oben muss man natürlich aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Hier ist irgendwie so eine Art Fahnenständer, ist keine Fahne dran. Ja, vielen lieben Dank, Andreas, dass du uns hier den Tipp gegeben hast, hier hinzufahren. Das hat sich definitiv gelohnt. Ich kann jedem nur empfehlen, auch mal hier hinzukommen und sich diese Aussicht anzutun. Man sollte sich vielleicht ruhig ein paar Stunden Zeit nehmen und vielleicht ein bisschen was zu essen und zu trinken mitnehmen. Wir haben jetzt alles im Auto gelassen, aber wir werden jetzt auch gleich gehen. Definitiv wichtig ist, sich ein bisschen vor der Sonne zu schützen. Cappy, auch wenn es scheiße aussieht, lange Arme, lange Beine möglichst, weil die Sonne brennt ganz schön. Also wir haben ja hier echt bewölkten Himmel, leider kein Postkartenwetter. Aber trotzdem merkt man, dass die Sonne richtig Kraft hat, auch hinter den Wolken. Und dementsprechend muss man sich da ein bisschen vor schützen, auch wenn man bei der Hitze hier lieber mit dem T-Shirt rumrennen würde. Der Weg hier ist echt ein bisschen heikel jetzt zur Brücke, muss man sagen. Also wer hier nicht schwindelfrei ist oder nicht schon mal ein bisschen was mit Klettern zu tun hatte, sollte das vielleicht sein lassen. Die Brücke ist so ein Konstrukt für sich. Also das Unterteil ist auf jeden Fall stabil genug, aber die Seitenteile sind schon echt wackelig. Hier, das eine ist auch schon gebrochen. Ja, ich glaube, der Krankenwagen braucht auch ein bisschen Zeit, bis er hier oben ist. Also man sollte schon vorsichtig sein. Nur das war noch nie so mein Ding. Sarah hat es sogar alleine hier runter geschafft. Ich bin begeistert. Jetzt muss ich hier noch mal runterkommen. Ich lasse mal die Kamera laufen, dass wenn ich mich auf den Arsch lege, wenigstens auch alle mitkriegen, was los ist. Vielen Dank nochmal an den Andreas, dass er uns den Tipp gegeben hat, hier diesen schönen Ort zu besuchen. In der Videobeschreibung packe ich euch auf jeden Fall den Standpunkt rein, so dass ihr direkt auf den Parkplatz gelotst werdet. Dann findet ihr das hier ohne Probleme. Braucht nicht lange suchen. Ja, Sarah hat jetzt doch wackelige Knie gekriegt, weil jetzt geht es an den Abstieg. Der ist ganz schön steil, wie ihr gleich noch sehen werdet. Ich kriege die da aber schon irgendwie runter. Ja, klare Sache, wer Höhenangst hat oder schlecht zu Fuß ist oder wer irgendwie wackelig auf den Beinen ist, sollte es sein lassen. Alle anderen, kommt hier hin, schaut euch dieses Naturspektakel hier an, ist wirklich wunderbar, die Aussicht ist top.
wenn jetzt noch blauer Himmel gewesen wäre oder vielleicht ein Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, ist ja genau die richtige Location, um sowas zu erleben. Ne? Ja, und wer sich zutraut, auch noch mal ganz oben auf die Brücke drauf zu klettern, ist natürlich auch noch mal ein ganz spezielles Erlebnis. Sarah hat ein bisschen geschimpft mit mir, aber egal, das Schimpfen war es wert. Ich war auf der Brücke und die Aussicht und das Gefühl da oben, das kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Aber jetzt geht's runter. So, auch eine schöne Stelle. Hier sind zwar so Treppenstufen eingemeißelt, allerdings, naja, alles wenig vertrauenserweckend. Und da geht es dann natürlich noch ein paar Meter tiefer. Wenn man jetzt hier durchschaut, da geht es abwärts. So, Sarah kommt jetzt ganz alleine, aber ich fange sie ja hier unten auf. Du schaffst es! Hier geht doch! Ja, hier schaffst du doch alleine, oder? Hier ist doch nur geradeaus. Ich glaube, jetzt kommt schon die letzte Hürde hier. Ich gehe mal wieder vor. Ja, die paar Meter, ne? Ah, hier ist das Gelände. Hier irgendwie fehlt auch der letzte Meter vom Geländer. Ist ein bisschen wackelig, na, besser als gar nichts. Ah, hier muss man den Tritt natürlich auch noch mal einmal kriegen. Aber die Sarah wird das schon machen. Ja, ansonsten haben wir halt ja auf Video, wie sie den Berg abgeht. Ist auch lustig. Ja, für dich nicht, aber stell dir mal vor, mir wird das passieren. Dann hättest du Spaß. Ja, hier ist auch so ein bisschen Moos auf den Steinen, deswegen macht das die Sache noch ein bisschen rutschiger. Scheiße. Ja, die Sarah hat Erfahrung mit Bergen, den Hintern runterrutschen. Aber Hauptsache ich komme an. Genau. So, egal wie das aussieht. So, das war's jetzt. Jetzt trennt uns eigentlich kaum noch was von unserem Auto. Ich glaube, den Ausflug haben wir überlebt. Ist hier da lang? Ja, runter, ja. Wie du schon vorhin festgestellt hast, den gelben Pfeilen entlang. Nicht gesehen. Auf dem kurzen Weg haben wir es doch noch geschafft, uns zu verlaufen. Ja. Sarah wollte ja da abbiegen. Ich habe gesagt, nee, gehen wir da lang. Allerdings führt der Weg jetzt genauso auf die Straße. Da müssen wir jetzt nur ein paar Meter noch links. Und da sind wir auch am Auto. Hier kann man allerdings auch reinfahren, haben wir festgestellt. Wir haben da gerade welche getroffen, die haben da geparkt. Also ist auch kein Problem. Da kann man sogar schön im Schatten parken. Ja. Besser als wir. Also da hinten steht unser Auto. Von da hinten kommt man und dann kann man eigentlich hier schon links fahren. Hier muss man so ein Schild gehangen haben, aber da oben ist auch so ein gelber Pfeil. Ja, die gelben Pfeile, die wir so oder so schon übersehen haben. Folgt den Pfeilen. Ja, egal wo man parkt. Hier ist nachher die letzten paar Meter die Straße ein bisschen kacke, aber kommt man auch durch. Ja, hier müssen wir gleich nochmal durchfahren. Wie gesagt, wenn man dann den anderen Parkplatz nimmt, spart man sich hier die schlechte Wegstrecke. Kommt man vielleicht auch nicht mit jedem Auto durch.
Ich bringe mir erstmal die Tasche hoch und dann komme ich wieder. Komm von hier! Da war irgendein Weg mit dir im Baum. Weißt du, ob das eine Zecke war? Nein, war keine. Gut, dass du mich dabei nicht gefilmt hast. Ich bin im Pussy-Style runtergekommen.